Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video befasse ich mich mit dem Einphasen-Wechselstromzähler WSZ15D bis 32 Ampere von Eltaco. Ich möchte hier ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Installation eines solchen Gerätes in den Verteilungen erfolgt und damit lebensgefährlich ist. Das Video wendet sich daher tatsächlich nur an Elektrofachkräfte. Das Teil ist für die Montage auf einer Hutschiene geeignet. Wir sehen hier das Klemmbild, darauf gehe ich später noch näher ein. Das Teil verfügt über eine S0-Schnittstelle, dafür sind diese beiden Klemmen gedacht, darauf gehe ich aber hier nicht näher ein. Das Gerät verfügt auch über eine Neutralleiterklemme, die durchschleifbar ist. Man kann also hier an zwei Stellen den Neutralleiter anklemmen. Und natürlich über eine Anschlussmöglichkeit für einen Außenleiter, der hier aufgeklemmt wird, und von hier aus geht es weiter zur Last. Man muss sich nun klar machen, dass der Strom über dieses Gerät fließt, gemessen wird und hier wieder rausfließt. Anders verhält es sich bei der Neutralleiterklemme. Die beiden Klemmen haben ein und das gleiche Potential, sind also direkt miteinander verbunden. Zur Messung der Arbeit, und das ist ja die Kernaufgabe dieses Gerätes, muss der Strom gemessen werden, es muss auch die Spannung gemessen werden und es wird natürlich auch die Zeit gemessen, was das Gerät natürlich selbstständig durchführt. Da ich nun die Spannung messe, brauche ich eben auch die Neutralleiterklemme, denn nur gegenüber dem Neutralleiter kann ich ja die Spannung des Außenleiters hier vernünftig messen. Außerdem wird, wie bereits gesagt, auch der Strom gemessen, denn nur dann kann ich die Arbeit gut erfassen. Die schwarze Taste dient später dazu, sich durch das Menü hindurch zu hangeln. Die Anzeigemöglichkeiten sind folgende, nämlich zunächst mal die Gesamtarbeit, die über dieses Gerät hinweggeflossen ist. Dieser Wert ist nicht rücksetzbar. Man kann aber auch die Arbeit seit dem letzten Zurücksetzen anzeigen. Man kann die Momentanleistung, die momentane Spannung und den momentanen Strom anzeigen. Ich werde das nach der Installation dieses Gerätes in einem weiteren Video zeigen. Was ich dort nicht werde zeigen können, ist, dass eine Fehlermeldung dadurch gegeben wird, dass die Hintergrundanzeige dieses Displays blinken wird, wenn eine falsche Installation oder überhaupt ein Fehler vorhanden ist. Im Folgenden gehe ich nun näher auf das Schaltbild für diesen Zähler ein. Im Prinzip eine recht einfache Sache. Jedoch möchte ich hier nochmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Installation nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden darf. Ich komme vom Automaten, gehe auf die rechte Anschlussklemme, hier oben zu sehen. Von da aus geht es nun weiter in den eigentlichen Stromkreis mit der Last. Hier unten ist der Neutralleiter aufzuklemmen, der hier eben auch eine zweite Klemme hat für den Fall, dass ich hier weiter durchschleifen möchte. Wir sehen hier die beiden S0-Klemmen. Hier in der Bedienungsanleitung wird angegeben, dass der S0-Bus 2000 Impulse pro Kilowattstunde liefert. Das ist ein bisschen merkwürdig, denn auf dem Gerät steht, dass 1000 Impulse pro Kilowattstunde geliefert werden. Die Installation ist möglicherweise nicht wirklich so einfach umsetzbar, denn in den Verteilungen habe ich hier unten ja häufig eine Phasenschiene und nicht den Neutralleiter greifbar, sodass also die Umsetzung tatsächlich hier dem Fachmann überlassen bleiben muss. Ja, soweit zu diesem Thema. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.